ist tatsächlich mein erstes Mal in Cannes und der Marc hat mir auch schon sehr viel vorgeschwärmt und war immer sehr ergriffen, wenn er darüber gesprochen hat. Und ich habe das immer so ein bisschen abgetan und gedacht, so krass kann das nicht sein. Und ich muss sagen, mich hat Cannes jetzt auch gepackt. Ich bin jetzt bei mir im Airbnb angekommen und freue mich so sehr, dieses Jahr wieder hier in Cannes zu sein. Und zwar bin ich wieder mit dem 3-Tage-Programm akkreditiert, genauso wie letztes Jahr. Heißt, ich bin jetzt in den letzten 3 Tagen des Festivals da, um noch die ganzen Filme nachzuholen, die während der ersten beiden Wochen schon liefen. Und ich freue mich unglaublich darauf. Heute habe ich aber noch so einen freien Tag, also heute stehen keine Filme an. Deswegen gehe ich gleich raus zum Festivalzentrum, guck mal, was mich da erwartet, ein bisschen drumherum abchecken, was da so abgeht. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein. That'll be €50, please. Ja, ich bin jetzt am 9. Tag hier in Cannes. Nee, Tag 8 ist es, glaube ich. Keine Ahnung, ich nähere mich den 30 Filmen. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Die Atmosphäre hier ist fantastisch. Ich habe ganz viele Highlights, ein paar Lowlights allerdings auch. Jim Queen war, glaube ich, die erste Experience hier, die man haben kann. Also selbst die Pressevorführung davon, die sonst eher immer gediegen ist, da sind Leute ausgerastet, haben Szenenapplaus gebracht, haben mitgesungen. Es wurde unglaublich viel gelacht. Neben mir saß so ein älterer Franzose, der wirklich immer tief aus dem Bauch raus gelacht hat, wie so ein Franzose. Das war extrem schön. Ein unglaublich geiles Screening mit einem super spaßigen Film. The Match war auch ein absoluter Festival-Überraschungshit. Eine Fußball-Doku über ein Fußballspiel aus den 80ern, die aber auch Leuten Spaß gemacht hat, die mit Fußball gar nichts am Hut haben. Und für mich als alten Fußballfan war das super geil. Also ich rede mir den Mund schon wässrig, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und von den normalen Filmen, in Anführungsstrichen normal, war, glaube ich, wirklich Teenage Sex and Death at Camp Miasma so mein absoluter Hit. Das ist ein so vielschichtiger, so spaßiger, so interessanter Film, in dem Jane Schönbrunn mal wieder komplett ihr Herz auf die Leinwand gebracht hat. Das ist ein so intimer, persönlicher Film, der so viel Spaß gemacht hat. Ich hatte wieder eine tolle Zeit. Übermorgen geht es schon heimwärts. Ich bin ein bisschen traurig deswegen, aber habe ja noch ein paar Filme vor mir. Und nächstes Jahr hoffentlich wieder. Liebe Grüße raus an alle. Liebe Grüße an dich, Marc. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, so viele gute Filme zu schauen, so über 10 Tage hinweg. Und auch wie viele Leute hier aus unterschiedlichen Nationen angereist sind, das ist einfach richtig geil. Das hat so einen richtig, richtig tollen Vibe. Und ich will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hierher kommen. Und generell finde ich die Filme dieses Jahr in der Hauptcompetition gar nicht so gut im Vergleich zu Un Certain Regard. Da habe ich zum Beispiel Club Kid gesehen, der ja absolut abgegangen ist hier und dann direkt von A24 in so einem Bidding War für 15 Millionen gekauft wurde. Ist einfach ein super berührender, aber auch sehr energetischer Film mit einer tollen Sohn-Vater-Beziehung, die ich so in der Form noch nicht gesehen habe. Ansonsten, Überraschung für mich war Quelques mots d'amour, Words of Love. Den habe ich durch kompletten Zufall mir gebucht, so 10 Minuten vorher oder so, und bin da reingegangen, weil ich gehört hatte, dass er gut sein soll. Und der hat mich sowas von abgeholt. Das ist auch eine Vater-Tochter-Beziehung. Da geht es darum,
aber nicht ganz so happy wie in Club Kid vielleicht. Aber trotzdem, der hat mich wahnsinnig mitgenommen, total emotional und hat mich auch so ein bisschen an meine eigene Familie erinnert. Und ich finde sowas, wenn Filme sowas schaffen, so aus Situationen aus dem eigenen Leben nochmal einem so nahe zu bringen, dass man das nochmal so miterlebt, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und ein Film, den ich auch extrem gut fand, war Rehearsals of a Revolution, eine Doku über die verschiedenen Revolutionen im Iran in den letzten Jahrzehnten, das von einer Regisseurin gemacht wurde, die deren Vater auch tatsächlich Filme im Iran damals gedreht hat und ein großer Verfechter auch der Revolution war. Und der Film wurde dann mit Filmaufnahmen, mit Bildern, mit Audioaufnahmen und dann am Ende auch mit Handyaufnahmen, weil es gab ja sehr viele Revolutionen, gemacht wurde. Und so die erste Hälfte des Films hat mich jetzt nicht so gepackt. Ich fand die schon super interessant, aber es war so sehr formularisch. Aber diese zweite Hälfte, wie die Regisseurin auch so selbstkritisch mit sich selber umgegangen ist, wie sie diese Doku gemacht hat, und dann kam ja auch halt der Krieg, der dann im Iran aufgeflammt ist. Und wie sie damit umgeht in dem Film, das fand ich wahnsinnig beeindruckend und sehr selbstreflektiv. Und das kann ich jedem ans Herz legen, das mal anzuschauen. Und dann lege ich mich jetzt hier noch ein bisschen an den Strand. To meet my friends at the beach. So let's give a big shout out to the wonderful people of Gaza. Let them hear your voice. We remember you. Iconic. Morgen, Tag 2 ist angebrochen und ich freue mich unglaublich auf diesen Tag, denn es geht jetzt so richtig los diesmal. Ich gucke nämlich 2 Filme heute, und zwar Fjord und Hope, und auf beide freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Ich bin gespannt, ich habe einiges zu diesen Filmen schon gehört und treffe mich jetzt gleich erstmal mit Freunden zum Frühstück, dann das Badge abholen, damit wir überhaupt in die Filme reingehen können, und dann kann es auch so richtig losgehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr schon. Show me yours. Oh, okay. Show me yours. You're bad. The printing, not great. I don't like the photo. Oh, you look so beautiful. Thank you. Show me yours again. Wow.
sind hier gerade am Cineum und gucken gleich Fjord. Wir kommen nämlich gerade vom Grand Théâtre Lumière. Wir haben da in der Nähe unser Badge abgeholt, wie ihr schon gesehen habt. Ich freue mich sehr darüber. Deswegen sind wir auch schon ins Grand Théâtre Lumière reingegangen. Und super cool, die haben einfach den roten Teppich vor dem Grand Théâtre erneuert und uns ein paar Stücke abgeschnitten und mitgegeben. Das ist ein cooles Souvenir für zu Hause. Ich freue mich auch sehr auf den Film gleich und mal gucken, wie der ist. Ihr werdet es dann gleich sehen. So yeah, we out of Fjord. Really great movie. Really great acting from Sebastian and Renate. Lots of subjects that are treated by the director. So a lot to digest, and yeah, otherwise I really liked it. I really liked it. I thought it was really long at first, but now that I've thought about it a little more, I do really appreciate it. It is very thought-provoking. And I thought the cinematography was absolutely gorgeous. And of course, Sebastian Stan and all the actors, really, really phenomenal. What the fuck? There should be a bus stop. Guten Morgen, es ist 7:30. Heute ist der 3. Tag, an dem ich in Cannes bin und der erste offizielle Tag, an dem mein 3-Tage-Programm losgeht, weil jetzt eben die letzten 3 Tage anfangen. Ich konnte zwar gestern schon Filme sehen, das habt ihr ja gesehen, aber heute habe ich einen sehr, sehr vollgepackten Tag und zwar 6 verschiedene Screenings. Ich habe zwischen den Screenings auch wirklich nur sehr kurz Zeit, teilweise nur 15 Minuten, wird also ein sehr, sehr voller Tag. Ich werde also nicht viel Zeit haben, da zwischendrin Leute zu interviewen oder irgendwas zu den Filmen zu sagen. Das hole ich dann alles nach. Gestern habe ich aber Fjord und Hope gesehen. Fjord war absolut großartig. Für mich jetzt schon Palme d'Or Contender, der Hauptpreis hier auf dem Festival. Obwohl ich natürlich noch keinen Vergleich habe und viele andere Filme noch gar nicht gesehen habe, aber den fand ich wirklich so stark, dass ich da schon mitgehen würde. Ansonsten Hope, komplett hilarious. Das ist so ein crazy Film. Also ich habe mich ursprünglich wahnsinnig auf diesen Film gefreut, weil der Regisseur auch schon The Wailing gemacht hat und ich liebe The Wailing. Was aber in Hope passiert ist, damit hätte ich im Leben nicht rechnen können. Und das war crazy. Also ich fand es auch nicht gut, aber ich hatte den Spaß meines Lebens. Und ja, ich gehe gleich raus. Ich muss jetzt noch die Filme für Samstag buchen, für die Reruns der Competition. Und danach geht's für mich auch schon los. What are you watching now? Garance at 9:15. Wow, are you excited? I need to wake up a bit more, but I will be. I got knees. I knew you was a fucking mission. You grab my hand and pull me. I knew you was a fucking mission, and you never say please. I knew you was a fucking mission, and you take my destiny. I knew you was a fucking mission, and I knew it gonna hurt me. I love you. Bonsoir. I'm doing good. I just saw Man I Love. So good. Absolutely amazing. How was it? Very good. It was like a 15-minute standing ovation. Oh, that's my hands were hurting. That's the longest. I think It was a good movie. But is Yeah, it it's Bola really Negra? What did you think? Oh, what?
when you find a gem, an unexpected gem, I think it hits even better than Yeah, totally. you know, if we knew we were going in with it being that kind of movie, maybe 3.5, but I had that surprise of it just being something. It was like a 1980s like political James Bond kind of vibe. Yeah. Loved it. Big fan. Perfectly executed. I really loved it. And everyone was hot, so. Oh yeah. What are we going to eat? Steak and Shake. They have burgers and shakes, and it's revolutionary. God. Oh my god. Guys, double Palme d'Or for women's actress, all of a sudden Mizuna Ipira and the Japanese actress. Like apparently for It looks so good. Oh my god. But chicken and noodles, I went for beef and rice. Cannes is sadly over, but it has been a very fun week. An emotional one, a weird one. I do feel like the competition was maybe more negatively composed than positive, but there were a few standouts. My top three, I'm going to say third place is Hope, completely different to the rest of the competition. Many people did not enjoy it, but I found quite a lot of excitement in its absurdity.
Second place, I think I'm going to Garance. I find a lot of enjoyment in films that tackle addictions. I find them tough watch, but rewarding. And then number one, undoubtedly, is Fjord. I don't think I can say anything that would add on to its conversation. It is transcendent. Eleanor, what about you? I think my top three, in the third position, I would put Mariage au goût d'orange. It's a French movie about maybe like yes, a dysfunctional family, and it was really great to see like how French family works. And I think a lot of us French people and even people from all around the world, we recognize ourselves and our family like in the different mechanics that was working in this family. In my second position, I think I'm gonna put Fjord, the Palme d'Or, because it was really great and it was really interesting to see like the social representation that everyone has on different culture and how we can impact how we interact with people and how it interacts with the system of the country. And first position, of course, it's Hope, because I really enjoyed the movie and I think it was crazy bad shit. Can I say this? Yep. Yes, I'm not gonna get censuré. Hop. Et voilà, it was really great, really crazy. My jaw was on the floor. I was so shocked. Incredible. You go, Abdou. My top three. I don't know what the order is yet, but it's between Fjord, La Bola Negra, and The Beloved, which hasn't gotten as much love as I would have liked. I think it's really good. After thinking about it, I think my favourite would be Fjord, to be honest. It's just so well made. The script is great, and I couldn't take my eyes off the screen. Oh, Savior of the Universe. Oh, it's so cute. And I have one. Ach Leute, ich bin ziemlich traurig darüber, dass das Festival jetzt vorbei ist, aber auch sehr glücklich darüber, dass ich wieder hier sein konnte. Ansonsten möchte ich euch eigentlich nur so ein bisschen zusammenfassen, wie die Erfahrung dieses Jahr so war und welche Filme ich gesehen habe, vor allem was so meine Highlights waren. Und ich starte direkt rein. Am ersten Tag, das war für mich der Dienstag, da gingen die 3 Tage für mich offiziell noch gar nicht los, da konnte ich aber trotzdem schon in erste Filme rein, weil ich dann meinen Badge abgeholt habe und mit diesem Badge, wenn ich ein Ticket habe, auch schon in Filme reingehen kann. Und diese Tickets haben mir glücklicherweise Alper und Jonas organisiert. Und das waren am ersten Tag direkt Fjord und Hope. Und das war schon mal ziemlich cool, denn Fjord war für mich der erste Film des Festivals. Und das ist auch schon der Film, der die Goldene Palme von Cannes in diesem Jahr gewonnen hat. Ich fasse es kurz, für mich ein absolut großartiger Film, vielleicht der intelligenteste Film des ganzen Festivals. Und ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, ihr solltet den auf jeden Fall schauen, wenn der ins Kino kommt. Die meisten werden den auf dem Schirm haben. Mal schauen, wann der dann auch erscheint, das weiß ich noch gar nicht. Ist aber von Neon, genauso wie der nächste Film, und das ist Hope. Und Hope ist ein Film, auf den habe ich mich eigentlich am allermeisten gefreut. Der ist nämlich von Na Jong-hin, der vorher schon 2018, meine ich, The Wailing gemacht hatte. Und The Wailing ist einer meiner liebsten Horrorfilme. Aus Südkorea ist der. Und Hope ist sein nächster großer Streifen. Und ich muss sagen, alles, was ich dazu erfahren habe im Vorhinein, hat sich super geil angehört. Und ich glaube, mehr hätte mich der Film nicht enttäuschen können. Aber auf eine ganz interessante Art und Weise. Denn je länger Zeit vergeht, desto mehr mag ich diesen Film irgendwie, weil er ist gar kein Independent-Film. Es ist eigentlich gar kein Film, der hier auf diesen Festival passt, sondern es ist einfach ein südkoreanischer Blockbuster. Interessanterweise auch der teuerste südkoreanische Film, der jemals gemacht wurde, mit etwa 33 Millionen oder 35 Millionen US-Dollar. Es ist nicht genug Budget für diesen Film. Das CGI ist eine absolute Katastrophe. Aber ich muss euch sagen, dieser Film hat unglaublich viel Spaß gemacht. So schlecht er auch ist. Ich habe ihm 2 Sterne gegeben auf Letterboxd. Ich würde ihm gleichzeitig aber auch gerne 4,5 Sterne geben. Er ist komplett hilarious. Ich will euch wirklich nichts vorwegnehmen. Es ist ein Lieben- oder Hassen-Film.
Ich würde nicht mal sagen, er ist gut, aber ich hatte den Spaß meines Lebens. Es war ein komplett insaner Trip. Das war auch schon mein erster Tag hier in Cannes. Abgesehen davon eigentlich sehr entspannt. Ich habe viele Leute noch aus dem letzten Jahr wieder getroffen, die auch schon im letzten Jahr hier waren und dieses Jahr nochmal gekommen sind. Mit denen habe ich auch die meiste Zeit hier auf dem Festival verbracht und das war wirklich eine super tolle Zeit. Dafür war der Dienstag auch ein sehr toller Tag, weil die meisten noch eine Menge Zeit hatten, bevor es dann am Mittwoch so richtig losging. Der war wirklich von morgens bis abends komplett durch. Ich hatte kaum Zeit zwischen den Filmen. Also wenn ich Glück hatte, hatte ich vielleicht eine Stunde oder anderthalb. Aber zwischen den meisten Screenings lag tatsächlich nur eine Viertelstunde. Und ich muss sagen, es ist halt komplett draining, aber wenn man nur diese 3 Tage hat, dann versucht man auch so gut es geht, einfach durchzupushen, was geht und einfach so viele Filme mitzunehmen, wie man nur kann. Und ich finde, das war trotzdem eine Erfahrung, die sich komplett gelohnt hat. Ich habe gesehen an dem Tag indonesische Kurzfilme, und zwar 4 an der Zahl, die super spannend waren. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch mal ein Kurzfilm-Screening mitzunehmen, weil gerade bei Kurzfilmen ist es ja oft so, dass man da im Nachhinein gar keinen Zugang zu mehr hat. Es gibt ja diesen einen Kurzfilm von Lee Chang-dong, Heartbeat, den ich so gerne sehen möchte. Ihr wisst ja, das ist mein liebster Regisseur of all time, aber der lief nur auf Filmfestivals und ist sonst nirgendwo zugänglich. Deswegen lohnt sich das eigentlich immer, auf so Filmfestivals einfach mal zu gucken, dass man nicht vielleicht auch mal ein paar Kurzfilme mitnimmt oder vielleicht sogar auf Kurzfilmfestival geht. Mein zweites Screening an den Tag, Congo Boy, finde ich absolut großartiger Film. Wahrscheinlich so ein Gem, den viele auch nach dem Festival gar nicht auf dem Schirm haben werden. Aber ein Film, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Für mich auf jeden Fall ein Highlight von dem Festival. Eine krasse Refugee-Coming-of-Age-Story von einem Jugendlichen aus Kongo, der sich auch gleichzeitig um seine Geschwister kümmern muss, während seine Eltern im Gefängnis sind. Ja, hoffnungsvoller Film, hat mich sehr berührt, war richtig toll und ein richtig krasser Start in den Tag, zumindest was die Langfilme angeht. Dann hatte ich Titanic Ocean als nächstes, sehr komischer Film, ich weiß auch gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Es geht um so eine Meerjungfrauenakademie und diese Mädels sollen halt zu Meerjungfrauen ausgebildet werden. Das war super spannend, aber ein sehr weirder japanischer Film. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich will auch gar nicht zu viel dazu sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Film, der wird so seine Fanbase finden. Ich bin da aber eher so ein bisschen zwiegespalten gewesen. Und dann ein absolutes Highlight, und zwar Club Kid. Club Kid wurde von A24 aufgekauft und das ist ein Film, der passt zu A24 wie die Faust aufs Auge. Ich finde, das ist definitiv ein absolutes Highlight und für mich meine Nummer 1 aus dem ganzen Festival, was ich gesehen habe. War leider nicht in der Competition, ist aber ein Debütfilm. Den werdet ihr alle schauen, das weiß ich. Ich werde den alle schauen und ihr werdet den wahrscheinlich auch fast alle ziemlich geil finden. Und dann hatte ich an dem Tag The Beloved. El Ser Querido ist der Originaltitel, ist ein spanischer Film. Ein Film, auf den ich mich auch extremst gefreut habe. Vor allem, weil die Rezeption dazu sehr positiv gewesen ist und weil Javier Bardem die Hauptrolle spielt. Und ich liebe diesen Mann. Von daher eigentlich ein Film, wenn ich mir gedacht habe, der wird mir auf jeden Fall gefallen. War für mich aber leider die größte Enttäuschung. Und das gar nicht, weil der so schlecht ist, aber einfach, weil der mich emotional so gar nicht erreicht hat. Es ist eine Story, die sehr ähnlich ist wie bei Sentimental Value. Javier Bardem spielt den Vater, er ist ein Regisseur, der seine Tochter eine Hauptrolle anbietet. Und es geht halt um deren Beziehung zueinander während der Dreharbeiten. Der Film hat wirklich tolle Szenen, hat im Großen und Ganzen für mich aber leider nicht funktioniert. Und ich glaube, damit bin ich so einer der wenigen, leider, weil ich wollte diesen Film wirklich lieben. Aber man muss auch sagen, zu dieser Festival Experience gehört auch dazu, dass man vielleicht auch in bestimmten Momenten nicht wirklich empfänglich ist für den einen oder anderen Film, weil ja so viel auch einfach los ist. Also ich habe direkt davor Club Kid gesehen, ich war ein emotionales Wreck und dann habe ich 15 Minuten danach El Ser Querido schon gesehen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, vielleicht muss ich dem nochmal eine zweite Chance geben, aber trotzdem ein Film, den ich euch definitiv empfehlen kann. Und dann noch ein Highlight zum Schluss des Tages, und zwar Paper Tiger von James Gray. Auf jeden Fall auch ein Highlight des Festivals. Der war in der Competition und hat für mich großartig funktioniert, hat 2 Szenen, die sich in mein Filmgedächtnis wahrscheinlich für immer einbrennen werden. Die werde ich nie vergessen, mit Adam Driver und Miles Teller, und vor allem Adam Drivers Performance ist hier absolut großartig. Ich würde sogar sagen, eine der besten.
seine Karriere. Der nächste Tag war zum Glück ein bisschen entspannter. Da hatte ich dann nur 4 Filme anstelle von 6. Das ist immer noch sehr viel. Ich glaube, das war für mich so der Sweet Spot. Da habe ich dann direkt zum Morgen La Bola Negra gehabt. Auch ein spanischer Film, richtiges Epos, der in verschiedenen Zeitebenen abläuft. Der ist absolut großartig. Netflix hat aber La Bola Negra aufgekauft. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich gegen Ende des Jahres dann auch auf Netflix zu sehen sein. Hoffentlich auch ein Kino-Release bekommen, weil die Bilder, die sind einfach für die große Leinwand gemacht. Dann kommen wir zu The End of It, wahrscheinlich der schlechteste Film, den ich auf dem Festival gesehen habe, obwohl ich die Prämisse eigentlich sehr spannend finde. Denn da geht es um eine Gesellschaft in der Zukunft, in der die Menschen nicht mehr altern, weil die irgendwelche Medikamente nehmen und eben den Lifestyle so optimieren können, dass sie nicht mehr sterben können, zumindest nicht eines natürlichen Todes. Und es geht um diese Frau, diese Protagonistin, die ist eine Künstlerin, ist 250 Jahre alt und hat gar keinen Bock mehr auf das Leben. Alles ist immer gleich, die Menschen sind das Gleiche, die sehen alle gleich aus, das Leben ist super langweilig und deswegen möchte sie sterben und sie plant daraus eine Performance zu machen. Und ich finde diese Prämisse super, super spannend. Leider für mich auch eine sehr, sehr große Enttäuschung und ein Film, den ich euch diesmal nicht ans Herz legen kann. Her Private Hell, der neue Film von Nicholas Winding Refn. Und Leute, ich muss es sagen, das war hilarious. Ich finde für mich auf einem Level wie Hope, ein Film, den ich gleichzeitig wirklich am liebsten 1 Stern geben wollen würde, aber auch wahrscheinlich 5 Sterne auf Letterboxd, weil das ist einfach ein kompletter Unfall, dieser Film. Der ist ehrlich gesagt eine ziemliche Katastrophe, war aber wahnsinnig unterhaltsam. Also ich hatte wirklich auch damit den Spaß meines Lebens. Im Kino haben alle so viel gelacht wie bei keinem Film. Total campy, sehr, sehr weird, als wäre der Film irgendwie von Aliens gemacht worden. Ich verstehe, dass der Film total verrissen wird und das auch zu Recht. Ich muss aber sagen, dass ich mit der Experience so eine Menge Spaß hatte, dass ich gar nicht mal davon abraten würde, den zu schauen. Also ich glaube, wenn man den Stil von Nicholas Winding Refn mag, viele mögen das ja gar nicht, dann kann man dem Film vielleicht auch irgendwie etwas abgewinnen. Man muss sich nur darauf einstellen, dass man wahrscheinlich gar keinen Plan davon hat, was da abgeht und dass es halt einfach nur eine super weirde Experience wird. Und dann Minotaur, mein letzter Film an dem Tag, der den zweiten großen Preis in der Competition gewonnen hat, und zwar den Grand Prix-Preis. Und ich würde sagen, teilweise zu Recht, teilweise aber auch nicht, weil ich fand ihn jetzt nicht so gut wie die Kritik. Ich finde ihn sehr schwer zugänglich. Und das ist nicht, weil er schwer zu verstehen ist, sondern einfach thematisch finde ich ihn schwer zugänglich und konnte schlecht einordnen, ob das, was ich da sehe, gerade gut finde oder nicht. Das war es dann auch schon fast, denn dann kommt nur noch der letzte Tag, der Samstag, das war gestern. Und da habe ich am Morgen All of a Sudden gesehen, den neuen Film von Ryosuke Hamaguchi. Der hat ja auch Drive My Car gemacht und The Evil Does Not Exist. Letzteren habe ich noch nicht gesehen, aber ich liebe Drive My Car. All of a Sudden wollte ich ursprünglich eigentlich skippen, weil der ist 3 Stunden und 15 Minuten lang. Der ist unfassbar lang. Und sowas in einem Festival dann mit reinzuquetschen, ist schon ein Commitment. Das machen, glaube ich, die wenigsten. Das schreckt schon sehr ab. Aber ich habe es dann am Ende doch gemacht, weil die Reviews einfach sehr, sehr gut waren. Die Protagonistinnen haben auch beide den Schauspielerinnen-Hauptpreis hier in Cannes gewonnen und das absolut zu Recht, denn die beiden haben mich wirklich so sehr zum Heulen gebracht und schaut den. Ich habe keine Worte für diesen Film. Meine Top 3 sind damit Club Kid, All of a Sudden und Fjord. Und besonders über Fjord bin ich unglaublich froh, denn es war für mich zwischen Fjord und All of a Sudden eigentlich sehr, sehr knapp, wer für mich zumindest die Goldene Palme vom Cannes gewinnen würde. Und ich bin sehr froh darüber, dass es Fjord geworden ist. So im Großen und Ganzen, zumindest die Filme, die ich gesehen habe, aber auch drumherum war die Experience natürlich wieder absolut großartig, weil ich einfach sehr viel Zeit mit sehr vielen tollen Leuten verbracht habe. Ansonsten einfach eine sehr gute Zeit gehabt, gutes Essen gehabt und jetzt heute bin ich noch einen kleinen Extratag hier in Cannes und werde dann hoffentlich einfach mal ein bisschen die Zeit genießen, um noch ein bisschen am Strand zu verbringen. Deswegen danke ich euch, dass ihr hier zugeschaut habt und hoffentlich vielleicht auch wieder im nächsten Jahr mit dabei seid, denn ich wäre sehr gerne wieder hier und ja, au revoir und bis dann. Ciao. Nein. Why?